Ordentlich Schnee ums Prinz-Luitpold-Haus erfordert die Umplanung unserer Route, was dennoch zu einer super Hüttentour führt. Willkommen bei Gipfelschluck, los geht's! Mit dem Start vom Giebelhaus, einem Ausflugslokal, beginnt unsere Wanderung Richtung Prinz-Luitpold-Haus auf einem Fahrweg. Zuvor war etwas Logistik erforderlich, um zum Giebelhaus zu gelangen. Unser Auto haben wir am Parkplatz Säge, einem Mehrtagesparkplatz, außerhalb vom Hinterstein, einem Ortsteil von Bad Hindelang, stehen lassen. Von Hinterstein fährt dann ein Bus eines Privatunternehmens zum Giebelhaus. Nach einer guten Dreiviertelstunde auf dem Fahrweg wird die Wanderung auf einem Pfad im Wald nun etwas steiler. Kurz darauf erreichen wir den sehenswerten Bergündele-Wasserfall. Kurz nach dem Wasserfall und kurz vor der Einkehroption Alpe-Bergündle verlässt der Wanderweg den Wald und es öffnen sich erste Ausblicke in Richtung des Talschlusses des Bergündletals. Auf die Einkehroption verzichten wir heute, da die Restgehzeit bis zum Prinz-Luitpold-Haus weniger als 1,5 Stunden beträgt. In den höheren Lagen erkennt man schon gut die Schneefälle der vergangenen Tage. Mitte September hat es ab einer Höhe von etwa 1800 Metern bis zu 50 cm geschneit. Nach der Vorabrückmeldung vom Hüttenwirt, dass der Zustieg zur Hütte problemlos machbar sei, hatten wir uns für den Zustieg entschlossen, auch wenn unsere ursprüngliche Routenplanung vom Prinz-Luitpold-Haus über das Edmund-Probst-Haus weiter zum Giebelhaus bei den bestehenden Schneeverhältnissen inklusive Lawinengefahr auf jeden Fall kritisch zu hinterfragen war. Beim grundsätzlich sehr gut zu gehenden Hüttenanstieg gab es eine kurze seilgesicherte Stelle an einer Felsstufe, bei der man auch einmal die Hände zur Hilfe nimmt. Nach einer Gehzeit von gut 2,5 Stunden und 800 Höhenmeter im Anstieg erreichen wir nun das Prinz-Luitpold-Haus auf 1846 Metern. Aufgrund der schneebedingt schlechten Tourenverhältnisse der letzten Tage waren tatsächlich kaum Gäste auf dem Prinz-Luitpold-Haus. In der Hütte mit 160 Betten waren tatsächlich nur 3 Tische in der Gaststube belegt. Irgendwie surreal, was uns aber natürlich nicht davon abhielt, einen schönen Hüttenabend zu verbringen. In überschaubarer Runde am Abend gab es daher auch die Möglichkeit, quasi mit jedem Mitglied des Hüttenpersonals unsere Tourenoptionen für den zweiten Wandertag durchzudeklinieren. Aufgrund der Schneeverhältnisse inklusive Lawinengefahr war schnell klar, dass wir die Route über das Laufbacher Eck zum Edmund-Probst-Haus nicht gehen würden. Stattdessen ergab sich die Alternative, vom Prinz-Luitpold-Haus zur Bockhascharte aufzusteigen auf einem Südhang, auf dem wenig Schnee lag, inklusive der Gipfeloption Glasfelder Kopf. Danach würden wir noch eine zweite Nacht im Prinz-Luitpold-Haus bleiben. Ganz schneefrei war dieser Weg mit zunehmender Höhe natürlich auch nicht, aber mit Hilfe von Wanderstöcken und da der Weg nicht super steil war, war das Ganze sehr gut zu gehen. Nach gut 1,5 Stunden Gehzeit und 350 Höhenmetern im Anstieg erreichen wir damit die Bockhascharte auf 2164 Metern. Mit dem Equipment-Update der Grödel an den Füßen entschieden wir uns an der Scharte noch den Weiterweg Richtung Glasfelder Kopf, weitere 100 Höhenmeter im Anstieg, in Angriff zu nehmen. Gegangen sind wir im steiler werdenden Gelände bis zum Gipfelgrat, wenige Höhenmeter unterhalb vom eigentlichen Gipfel. Auf die Kraxelei, teilweise ausgesetzt über Fels und Stein bis zum Gipfel, haben wir verzichtet und stattdessen lieber die grandiose Aussicht über die Allgäuer Alpen genossen. Einwandfrei. Spätestens hier natürlich wunderbar zu sehen, der König der Allgäuer Alpen, der Hochvogel, 2592 Meter hoch. Aufgrund des steilen, verschneiten Geländes am Glasfelder Kopf verschieben wir den eigentlich dort fälligen Gipfelschluck auf die Scharte. Dort lässt es sich gemütlicher, länger Pause machen, wofür wir ordentlich Getränke dabei haben, gut gekühlt, wunderbare Gipfelschlücke an der Bockhascharte, Aperol und Arschlecken 350, einwandfrei. Nach ausgiebiger Pause geht es nun von der Bockhascharte auf gleichem Wege, weiterhin bei traumhaftem Wetter mit grandiosem Panorama, zurück Richtung Prinz-Luitpold-Haus. Zurück an der Hütte sind wir schließlich am frühen Nachmittag, sodass wir auch dort die Sonne noch etwas genießen können. Auf der Übersichtskarte seht ihr in Rot die Aufstiegsroute des ersten Tages, in Blau den Weg auf den Glasfelder Kopf und in Grün die Route unseres dritten Wandertages zurück zum Giebelhaus.
Auf diesem dritten Wandertag geht es nun auf einem höhenwegartigen Wegabschnitt in Richtung des Talschlusses des Bergündeletals. Dabei gibt es wieder ein paar Schneefelder zu queren, die aber mit Hilfe von Wanderstöcken gut zu gehen sind. Vom Talschluss wären wir unter normalen Bedingungen bereits am Vortag Richtung Laufbacher Eck und Probsthaus weitergewandert. Gleichzeitig ist es aber auch möglich, am Talschluss über das Himmeleck hinüber ins Eutal und damit nach Oberstdorf zu gelangen. Bevor wir den Talschluss erreichen, gibt es noch einzelne seilgesicherte Stellen, an denen wir Trittsicherheit an den Tag legen. Durch den Umweg über den Talschluss im Vergleich zum direkten Abstieg verteilen sich die Abstiegsmeter auf mehr Strecke, was unseren Gelenken zugute kommt. Landschaftlich ist der Umweg es allemal wert. Am Beginn des Fahrwegs lädt ein schöner Brunnen mit gekühlten Getränken und Selbstbedienungskasse zur Pause ein. Ein wunderbarer Pausenplatz, von dem wir gerne profitieren. Damit sind wir auch schon wieder auf dem Fahrweg zurück Richtung Giebelhaus. Hinter uns liegen 3 wunderschöne Wandertage, die etwas anders abliefen wie geplant, aber trotzdem oder auch gerade deshalb super schön waren. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Schaut auch gerne in weitere Videos auf meinem Kanal rein, zum Beispiel super schöne Hüttentour in den monumentalen Schweizer Alpen rund um die Walenstöcke bei Engelberg. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Gipfelschluck. Habt Spaß und seid freundlich miteinander.